Herzlich willkommen zum Klöppeln. Aus gegebenem Anlass möchte ich euch gerne mal schnell den Umkehrschlag zeigen. Der wird oft genutzt, wenn wir gleichfarbig klöppeln und uns zum Beispiel beim Läufer das Garn ausgeht. Dann können wir die Paare wechseln, so dass wir mit dem wenigen Garn noch bis zum Ende kommen und der Läufer halt wieder mehr Garn drauf hat. Oder wenn wir wie hier zweifarbig sind und möchten, dass jetzt von links das Braun nach rechts rüber geht. Weil wenn wir jetzt den Leinenschlag machen, die Nadel setzen und wieder mit Leinenschlag schließen, seht ihr braun von links und nach links wieder weitergehend. Ich möchte jetzt aber, dass das Braune nach rechts kommt. Das heißt, ich mache den Umkehrschlag, also kreuzen, drehen, drehen, kreuzen. Dann setze ich die Nadel und gehe wieder weiter mit kreuzen, drehen, kreuzen. Und schon habe ich die Farbe jetzt rechts. Genau das gleiche, wenn wir es im Ganzschlag zum Beispiel machen. Auch hier einfach eine zweite Drehung. Kreuzen, drehen, drehen, kreuzen, drehen. Nadel setzen, danach den Schlag ganz normal. Kreuzen, drehen, kreuzen, drehen. Und wir haben die Richtung gewechselt. Also die große Zauberei bei diesem Umkehrschlag ist einfach nur eine zusätzliche Drehung. Jeder Schlag, Leinenschlag, Ganzschlag, jeder Schlag hat eine Drehung drin. Und dort macht ihr eine zweite Drehung dazu. Also Leinenschlag, wir eröffnen die Nadel im Leinenschlag, setzen eine Nadel und jetzt machen wir den Umkehrschlag. Kreuzen, drehen, drehen, kreuzen. Und schon haben wir die Farbe rechts. Was ihr euch überlegen müsst, ist jeweils, wo ihr den Umkehrschlag hinmacht. Macht ihr ihn vor die Nadel oder nach der Nadel? Also bitte behaltet euch im Kopf, den Umkehrschlag machen wir einmal pro Nadel. Also entweder eröffnen wir die Nadel ganz normal und machen den Umkehrschlag nach der Nadel, oder wir machen den Umkehrschlag vor der Nadel und schließen ganz normal. Das müsst ihr euch überlegen, aber bitte nur einen Umkehrschlag pro Nadel. Was ihr euch auch überlegen müsst, ist, wenn ihr jetzt aus einem Vollwerk kommt und ihr geht in den Löcherschlag hinein, dann macht den Umkehrschlag doch nach der Nadel, weil der Umkehrschlag, kreuzen, drehen, drehen, kreuzen, einfach etwas größer wird als ohne Umkehrschlag, weil es ja eine zusätzliche Drehung hat. Und diesen auftragenden Schlag möchtet ihr nicht im Vollwerk innen haben, deshalb erst nach der Nadel. Falls ihr von einem Löcherschlag in ein Vollwerk geht, macht ihn vor der Nadel. Wie gesagt, ihr möchtet dieses Auftragende nicht im Vollwerk innen haben. Also nochmals ganz kurz: Umkehrschlag, Leinenschlag, Nadel, und wir machen ihn jetzt nach, also einfach eine Drehung mehr. Kreuzen, drehen, eine Drehung mehr, kreuzen. Und schon haben wir die Richtung gewechselt. Im Ganzschlag machen wir kreuzen, drehen, eine Drehung mehr, kreuzen, drehen. Und jetzt schließen wir, kreuzen, drehen und schon haben wir die Richtung gewechselt. Also gar nicht schwer, einfach
eine Drehung mehr und überlegen, möchtet ihr das Auftragende vor oder nach der Nadel. Ihr könnt selbstverständlich auch, wenn ihr sonst etwas klöppelt, den Umkehrschlag auch ohne Nadel machen. Also wenn ihr jetzt irgendwo seid und hier keine Nadel habt, aber die Richtung wechseln möchtet, einfach kreuzen, drehen, drehen, kreuzen. Auch so haben wir die Richtung automatisch gewechselt. Ihr müsst einfach wissen, dass es hier etwas anders aussieht, als wenn wir nur den Schlag machen. Also nochmals einfach eine Drehung mehr, kreuzen, drehen, drehen, kreuzen. Und so haben wir die Richtung gewechselt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Probieren dieses Umkehrschlages. Ich persönlich nutze den Wechselschlag sehr oft, um bei einem Laufpaar, das mir langsam ausgeht, wieder mehr Garn drauf zu haben, damit ich doch noch bis zum Ende komme. Viel Spaß und bye bye, bis zum nächsten Mal.